Der Workshop lief so ab, dass wir uns regelmäßig getroffen haben, entweder in Präsenz, dass wir alle zusammengekommen sind. Es gab hybride Treffen, dass welche sich online dazugeschaltet haben, und es gab auch Treffen, die nur über Zoom stattgefunden haben, wo wir uns einfach in verschiedenen Prozessen der digitalen Story genähert haben. Und am Anfang ging es zum Beispiel nur darum, die Tablets, mit denen wir gearbeitet haben, kennenzulernen, einzurichten, die Programme kennenzulernen. Es gab auch alltagspraktische Sachen, wo wir zum Beispiel gelernt haben, wie schreibe ich eigentlich eine E-Mail, wie nehme ich überhaupt an einer Zoom-Konferenz teil, also dass wir wirklich von den Basiskenntnissen aufgebaut haben. Und dann ging es im Prinzip darum, mit den Programmen, die wir für die Digital Storytelling-Methode benutzt haben, anhand der Programme eben zu lernen, digitale Kompetenzen zu entwickeln, aber der Fokus war wirklich auf diesem kreativen Prozess und gar nicht unbedingt auf diesem Aspekt, wir lernen hier digitale Kompetenzen. Das war mehr so eine Begleiterscheinung von dem ganzen Workshop. Die wichtigsten Erkenntnisse des Workshops waren, dass die Teilnehmer die Zeit hatten, selber auszuprobieren, dass sie die Gelegenheit hatten, Fehler zu machen, Fragen zu stellen, wirklich einen Raum zum Experimentieren im Prinzip auch hatten, der so sicher war und so viel Zeit eben auch geboten hat, dass niemand aus Ungeduld oder die Aufgaben eben abgenommen hat. Ne? So, das mache ich mal eben für dich und ich richte dir das schon ein. Nein, sondern dass sie wirklich auch die Zeit hatten, das selber zu machen und eben so auch empowernd in der Lage zu sein, das auch über dieses Projekt hinaus auch das Tablet nutzen zu können, Programme, die wir benutzt haben, nutzen zu können. Das war eigentlich so der Fokus, aber auch voneinander zu lernen. Also die Erfahrung zu machen, hier sind auch Leute, die haben vielleicht ähnliche Probleme wie ich, die haben eine Lösung dafür gefunden. Wie gehen die damit um? Ich kann mich dann auch in dieser Gruppe nochmal anders austauschen. Die Ergebnisse des Workshops sind so, dass wir wirklich ganz individuelle Geschichten über die Corona-Situation erstellt haben, wo die Teilnehmerinnen gezeigt haben, was war meine persönliche Erfahrung in der Corona-Pandemie, was möchte ich darüber als Botschaft mitteilen, was möchte ich teilen, was soll sich verändern, was war für mich schwer auszuhalten, was war für mich etwas, was ich behalten möchte. Und was auch wahnsinnig schön war, ist eben dieser internationale Aspekt des Projektes, dass wir uns mit anderen Partnern, mit den anderen Teilnehmern der verschiedenen europäischen Länder über die Ergebnisse ausgetauscht haben und darüber eben auch entdeckt haben, wie haben andere das eigentlich in dieser Lage empfunden? Wie haben andere Corona empfunden? Was waren für die vielleicht Einschränkungen? Wo sind hier Gemeinsamkeiten? Dass man sich wieder verbunden fühlt und dass man darüber auch international in einen Austausch gekommen ist, das war sehr besonders für dieses Projekt.